Ich kriege immer die Frage, womit spielst du eigentlich? Und wir schauen uns heute mal die Pistole an, mit der ich momentan eigentlich am meisten spiele. Servus zusammen, wir haben heute für euch die VFC bei Umarex Glock 45. Ja, wieder, ich sag's jedes Mal, langer Name durch die Lizenzgeschichte. Waffe wird produziert von VFC im Auftrag von Umarex und ist eine Glock 45. Jetzt nicht verwirrt sein, 45 heißt nicht Kaliber 45 oder ähnliches, sondern das ist die 45. Glock, die auf den Markt gekommen ist. Ist tatsächlich meine Lieblingsglock momentan. Also sowohl scharf als auch als Airsoft. Ich habe mich sau gefreut, wie Umarex die angekündigt hat, weil ich hatte vorher eine Airsoft, eine 19X, oder habe ich immer noch. Ich mag die 19X nicht besonders. Ich finde die 19X so vom Konzept ganz geil, aber dieser kleine Nupsel unten, der dafür sorgt, dass man nicht jedes Magazin verwenden kann, hat mich massiv gestört. Mir haben die Front Serrations vorne gefehlt. Ich mag die 45 einfach deutlich lieber, vor allem auch wegen dem Flared Mag, also Magazinwechsel, sehr viel angenehmer. Ich habe dieselbe auch als scharfe, also ich habe als meine relativ schlichte Jagdglock, habe ich auch eine Glock 45, ein bisschen was dran gemacht, aber ja, grundsätzlich selbe Pistole, kommen wir später nochmal dazu. Schauen wir uns doch erstmal an, was ist denn der Gedanke bei der Glock 45, weil wir haben hier ein gewisses Feature-Konzept, das scharf einen gewissen Sinn macht, im Airsoft-Bereich für mich eigentlich alternativlos ist. Also für mich ist das einfach die beste Größe einer Airsoft-Pistole überhaupt. Bei der Glock haben wir generell eine Safe-Action-Pistole, sprich wir haben einen teilgespannten Abzug. Die Waffe ist im nicht gespannten Zustand einfach nutzlos, also nicht wie zum Beispiel bei der P8, dass ich auch bei einer entspannten Waffe den Abzug betätigen kann. Die Waffe spannt sich dadurch und schießt, sondern die Waffe muss fertig gespannt sein zum Schießen. Dann haben wir aber immer denselben Abzugswiderstand und das sehr zuverlässig und sehr gut. Die generelle Geschichte mit der Glock ist eben Glock, entweder man hasst sie oder man liebt sie. Ich liebe sie aus dem einfachen Grund, weil das sind schießende Backsteine. Die hat wenig irgendwelche Verzierungen dran, die hat wenig irgendwelche Sachen, die irgendwo rausragen. Die hat keine Bedienelemente, die man irgendwie falsch bedienen kann, wie zum Beispiel eine außenliegende Sicherung oder ähnliche Geschichten. Die funktioniert einfach. Die steckt im Holster, wenn ich sie brauche, wenn die Scheiße am Dampfen ist, ziehen, schießen. Ist bei der scharfen genau dasselbe wie bei der Airsoft. Deswegen, ich sag mal, als Backup beim Zocken finde ich solche Pistolen eigentlich am geilsten Weise einfach dann, wenn ich eine Backup brauche, auch einfach funktionieren. Und genau bei diesem Modell von VFC sind einige Sachen noch drin, die für mich ein bisschen die Spielbarkeit, also Usability, ein bisschen erhöht haben. Der grundsätzliche Gedanke bei diesen Crossover-Modellen, also bei den X-Modellen, Crossover-Modellen, das bezeichnet Glock selber mal so, ist eben, dass wir den kurzen Lauf haben, also den kurzen Schlitten von der Glock 19 und das lange Griffstück einer Glock 17. Der Gedanke dahinter ist, dass ich in den meisten Backup-Situationen keine Full-Size-Pistole brauche, weil ich sag mal, im dienstlichen Bereich als Polizist oder als Soldat, ich ziehe eine Backup und schieße auf 3 bis 7 Meter damit, normalerweise. Klar, man kann auch 25 oder 50 Meter damit wirken, aber wir schießen nicht olympisches Gold, sondern wir schießen, um Leute zu treffen. Und das ist ja im Airsoft genau dasselbe. Ich schieße ja jetzt nicht mit einem 1 Zoll längeren Lauf, um zu sagen, ja, ich kann mir jetzt aussuchen, auf welchen von beiden Nippeln ich ziele, sondern ich will ein Mannziel treffen. Und dafür reicht diese Lauflänge und wir haben die Waffe etwas kürzer, etwas besser zu handeln, gerade eben auch für kleinere Personen. Also unterschätzt zum Beispiel nicht das Ziehen aus dem Holster heraus, haben Personen, die etwas kleiner sind, zum Beispiel Soldatinnen, Polizistinnen, öfters Probleme damit. Grüße gehen raus an Bayerns kleinsten Polizisten. Ansonsten ist das halt eben dennoch von der Magazinkapazität, von der Griffgröße, auch von größeren Beamten, von größeren Soldaten verwendbar. Und wir haben eben die 17er Magazine, also die 17 Schussmagazine. Hier jetzt in dem Fall wäre das scharfe 19 Schuss Magazin, bei der Airsoft natürlich, wenn wir in beiden Bereichen bei 22 Schuss. Warum ich das als Airsoft richtig geil finde, ist, ich kann hier die CO2-Magazine nutzen und die schauen nicht irgendwie blöd aus der Waffe raus. Also man kann sich auch eine Airsoft Glock 19 eben holen, aber da schaut das Magazin unten immer ein bisschen doof raus. Hier habe ich eben die Wahl, ob ich die standard mitgelieferten
Gasmagazine verwende oder die CO2-Magazine. Machen immer noch einen guten Eindruck und schauen einfach geil aus. Ansonsten muss man hier sagen, das ist eine Gen 5 Glock, also die hat die beidseitig bedienbaren Verschlussfang Hebel, also die eben auf beiden Seiten eben den Verschluss sowohl arretieren lassen als auch freigeben. Was ich schon mal ziemlich geil finde. Allerdings haben alle Gen 5 Glocks, die von VFC nachgebaut worden sind, auch die Möglichkeit, dass man sie von vorne mit einem Imbus das Hop-Up einstellt. Also ich kann hier vorne einen Imbusschlüssel reinstecken und kann hier vorne dann das über den Imbus das Hop-Up einstellen. Hat den Vorteil, dass ich nicht mehr den Schlitten abnehmen muss, an dem Rädchen drehen, den Schlitten wieder draufbauen. Also sonst war das halt immer Magazin raus, Schlitten runter, Hop-Up-Rädchen drehen, Schlitten drauf, Magazin reinschießen, passt noch nicht wieder, Magazin raus, Schlitten runter, Rädchen drehen und so weiter. Und hier ist es so, pam, pam, passt nicht, ja, ich nehme hier meinen Imbusschlüssel, dreh, steck den wieder weg und probiere so lange, bis es passt. Bei einem kleineren Imbusschlüssel, also der jetzt nicht so ein T-Handle hat, könnte ich sogar stecken lassen und könnte hier einfach mit dem Hebel so ein bisschen die Feinjustage machen, während ich schieße. Wir haben hier bei allen Glocks seit der Generation 3 standardmäßig eine kleine Rail unten verbaut. Das ist keine Picatinny oder Viva-Schiene, das ist die Glock-Schiene. Die nimmt aber relativ viel Picatinny-Zubehör auf. Also man könnte hier zum Beispiel einen Frontgriff hinbauen für CQB oder, wofür es eigentlich gedacht ist, ein Lampen-Laser-Lichtmodul. In Deutschland natürlich wieder nicht, aber ja, Österreicher und Schweizer freuen sich darüber natürlich. Ein weiterer guter Vorteil ist von den ganzen VFC-Glocks ist, man kann Front- und Rear-Sight gegen echte Modelle tauschen. Also man kann sich hier die Standardvisierung von der Glock mit nachleuchtendem Visier, das höhenverstellbare Visier oder auch das Tritium-Visier draufbauen, ohne irgendwelche Probleme oder irgendwelche Nacharbeiten. Bis jetzt habe ich die Waffe hier komplett Stock gespielt. Also seitdem ich die habe, also ich habe die kurz nach der IWA von Umarex gekriegt. Seitdem benutze ich die. Ich benutze die auch fürs Trockentraining, tatsächlich zu Hause im Schießkino. Also Trockentraining kommen ja immer noch Kugeln raus, aber ich habe zu Hause keinen Schießstand, so reich bin ich leider noch nicht. Ich schieße halt zu Hause auch mit der Airsoft und dafür ist die vom Handling eben sehr, sehr ähnlich zu meiner scharfen. Kommen wir jetzt eben auch zu den Punkten meiner scharfen. Ja, ich habe bei der scharfen schon ein bisschen was geändert, also Kimme und Korn sind nicht mehr original, Abzug ist nicht mehr original, Magazinfang ist nicht mehr original, weil der ist jetzt eben beidseitig, aber so im Großen und Ganzen sind die sehr sich ähnlich. Wir haben bei beiden Seriennummern an denselben Stellen angebracht und ungefähr gleich tief gefräst. Wir haben auch die Markings oben auf dem Verschluss drauf, die auch sehr gleich bis sehr ähnlich sind. Einzig die Beschusszeichen fehlen aus einer rechtlichen Komponente. Und auch auf der anderen Seite Glock 45 Austria 9x19 und das Glock-Logo unten dran ebenfalls exakt gleich. Wir haben die Seriennummer auch noch immer unten auf dem Rahmen angebracht, genauso bei der Airsoft. Hier sehr dezent das F mit angebracht, sodass man das eben von der Seite nicht sieht. Einzig das Importeursmarking und die Herkunftsbezeichnung, die mittlerweile im Scharfbereich Pflicht ist, ist auf der Airsoft nicht zu finden. Aber ich sage mal, das ist jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Eine kleine Änderung, die wir auch noch haben von den Markings ist, hier steht offiziell lizenziertes Produkt von Glock, wobei wir beim Original draufstehen haben, Made in Austria, Glock, Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Patentnummer. Also hier sind wir im einzigen wirklich außen sichtbaren Bereich, wo sich was geändert hat. Statt dem Beschusszeichen, das wir hier auf der Scharfen haben, haben wir hier nochmal ein Glock-Logo eingebaut. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen Größe, Form, Funktion gleich. Passt in Original Glock-Holster, also passt in die Holster von Glock, passt in Safariland, passt in Blackhawk, passt in Holsterwerk, passt wirklich in alle Glock-Holster, die ich habe, passt das Ding einfach rein. Finde ich schon mal gut. Bei der Generation 5 haben wir vorne schon den angefassten Schlitten, was das Holster ein bisschen leichter macht. Also man muss weniger nach dem Holster suchen, wenn man die Waffe wegstecken will. Und deswegen, wie gesagt, für mich ist das wirklich die geilste Glock, die es hier auf dem Markt gab. Und die gibt es jetzt wirklich auch als Airsoft. Für mich das spielbarste Modell, das spaßigste Modell und das Modell, was wirklich, wo ich sage, ja, wenn man eine Glock sucht, ist das meine Empfehlung. Jetzt kann ich natürlich viel von dieser Waffe schwärmen und sagen, warum habe ich sie, aber wir schauen uns doch jetzt gleich nochmal die Performance im Schusstest und im Chrono an, um euch mal zu zeigen, warum ich die so geil finde. Und wir sprechen uns danach einfach nochmal.
So, wie ihr jetzt gesehen habt, wir haben die Gasmagazine wieder mit Black Gas getestet. Wir testen momentan alle Waffen, die wir haben, mit Black Gas von Nimrod. Aus dem einfachen Grund, weil das so ziemlich das Stärkste ist, was es auf dem deutschen Markt gibt. Und bei Airsoft-Waffen ist ja wichtig immer diese 1 Joule-Grenze. Mit Black Gas jetzt hier bei 25, 26 Grad Außentemperatur sind wir bei 1,1, 1,2 Joule jetzt gerade gewesen. Also sehr hoch. Mit Green und Red Gas kommen wir unter die 1 Joule. Gerade auch, wenn wir nicht die hohen Temperaturen wie gerade haben. Das ist auch für mich der Hauptgrund, warum wir das eben mit diesem Gas testen, ist wirklich zu schauen, was ist das Maximum, was ich rausholen kann. Und wir versuchen auch an die maximale Belastung der Waffe zu kommen. Mit den CO2-Magazinen, die man eben dazu kaufen muss, ist man beim Bereich von 1,4, 1,48, 1,5 Joule. Ist für viele Spielfelder dann einfach nicht mehr im Gebäude zugelassen. Außen schon noch, also man kann es immer noch, wenn man sagt im Wald, ja, Hauptwaffe hat irgendein Problem oder ich bin Sniper, ich brauche eine Backup, kann man die immer noch sehr, sehr gut verwenden. Aber seid euch im Klaren, ihr kommt so nicht unbedingt in alle Indoor-Spielfelder rein. Es gibt hier die Möglichkeit, eben das Nozzle Housing anzubohren und dadurch ein bisschen Energie aus der Waffe rauszunehmen und trotzdem CO2-Magazine nutzen zu können. Ich mache das jetzt für mich persönlich so, wenn ich im Winter spiele, CO2-Magazine, wenn ich außen spiele, CO2-Magazine, wenn ich innen spiele, Gasmagazine. Also lassen sich auch sehr gut unterscheiden, weil das eine hat ein bisschen längeren Boden als das andere. Also im echten wäre es die +2 Magazinverlängerung. Auf der Habenseite haben wir auch auf jeden Fall noch, dass die Waffe sehr, sehr authentisch ist, sowohl von der Funktion als auch vom Schießen her. Die Zubehörkompatibilität ist sehr hoch, muss ich auch sagen, ist auch nicht Airsoft üblich, dass man einfach die meisten Sachen eben einfach ranbauen kann. Auf der Negativseite fällt mir jetzt eigentlich nur ein, dass, also bei der schaut der Schlitten noch sehr gut aus, bei den anderen Airsoft Glocks von VFC, was ich habe, nutzt sich der Schlitten sehr stark ab. Die Glock 19X war bis jetzt eine Ausnahme. Wir werden hier mal sehen, wie das Ding in einem halben, dreiviertel Jahr ausschaut. Also wie gesagt, ich habe das jetzt, wir haben Juli, seit März, ungefähr März habe ich das Teil bei mir rumliegen. Und bis jetzt schaut es noch gut aus. Also bis jetzt bin ich noch sehr, sehr, sehr begeistert. Auf der Negativseite haben wir sonst noch, dass die VFC-Waffen nicht hundertprozentig mit dem Tokyo Marui-Standard übereinstimmen. Also mittlerweile gibt es einige Hersteller, die Zubehörteile extra für die VFC-Glocks eben rausbringen. Da immer ein bisschen drauf achten, wenn ihr euch Zubehör dafür holt, die Marui-Teile passen. Also die passen teilweise rein, funktionieren aber nicht hundertprozentig. Das muss man immer ein bisschen im Kopf halten. Manchmal muss man ein bisschen nachfallen, ein bisschen nacharbeiten. Es passt halt einfach nicht mehr hundertprozentig. Ansonsten für mich einer der spielbarsten Airsoft-Pistolen bis jetzt auf dem Markt. Bin sehr, sehr zufrieden damit. Und wenn ich jetzt mal sage, ich habe das Ding mal ein Jahr gespielt, wird es ja auch ein bisschen umgebaut, um ein bisschen näher an meine Schafe ranzukommen. Wenn ihr eben eine Airsoft-Waffe sucht, schreibt uns doch einfach eine Mail oder schaut bei uns im Shop. Grundsätzlich, die meisten gängigen Airsoft-Modelle kriegt ihr auch bei uns, auch wenn sie nicht im Shop sichtbar sind. Die Glock 45, die P8 und andere Modelle, die wird es eben auch jetzt im Shop geben. Die sind jetzt dann auch sichtbar, weil natürlich, es wäre ein bisschen blöd, wenn wir die Videos machen und nicht im Shop sichtbar haben. Deswegen, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, ihr unterstützt uns bei Weitem am meisten, wenn ihr eure nächste Airsoft-Waffe bei uns kauft. Schaut nicht davor zurück, uns eben zu fragen, wenn ihr irgendwas Bestimmtes sucht und es ist nicht im Shop sichtbar. Danke schon mal dafür. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst uns ein Like und ein Abo da und wir sehen uns auch das nächste Mal hier bei GSP Airsoft. Der Kameramann hat gesagt, ich soll lachen, wenn ich aus dem Bild rauslaufe.